Meine Damen und Herren, wir reagieren hier heute auf die Sondersendung zur Version 1.1 Honkai Star Rail. Ich habe gestern hier schon meine Community gewartet, aber es wurde leider verschoben. Und ja, da zeigen wir natürlich absolutes Verständnis. Wir werden jetzt hier live on the stream nochmal darauf reagieren. Also jetzt richtig auf Englisch, beziehungsweise mit deutschen Untertitel, weil gestern ja auf Bilibili, wir haben halt gar nichts verstanden. In the last few days, our team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Xianzhou Lafu. Today, okay, ist jetzt schon mal was passiert. with us in the studio, the Lafu Skyfaring Hellmaster, Madame Wukong, as well Wukong! as Mr. Luocha, a traveling merchant currently staying on the ship. Ich hab so Bock auf Wukong, ne? Holy shit. What was it like on the ground? Well, I was trapped in the Lafu's Cloudford Harbor at first. Like this one? Exactly, just like... Okay, Silverwolf hat sehr viele Fans. Your fake ID info is ready. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. Alright, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. You can challenge the space station. But challenge me? Good luck. Kudu. Welcome to Kududing. Kellogg's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a Ah, die bit Story of a geht doch bind. safe weiter. Ist doch Our hier schon. exhibit was stolen. Aber es ist ein bisschen random, weil das schließt jetzt die Story von Let me take a look. Chanzo Lofo, these denkst du are the eigentlich suspects. ab. Aber hier jetzt vielleicht? Let's settle this. Enough talk. Have it! Junge, die Mucke ist aber wieder ganz wild. Aber Wukong habe ich nicht erwartet, dass sie einen Bogen hat. Oh. Okay. Ja, Silverwolf wird, glaube ich, richtig berühmt. Sie hat schon richtig Fame. Is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. Zwei Wochen noch. Aber sie wird ein, also Silverwolf wird I ein guess what we're trying 5 to Sterne say is Quantum Silverwolf is Charakter capable of sein breaking von through any Nichtigkeitsgrad. and all defense Also arbeitet mit systems. sehr vielen Debuffs That's hier. why she's useful to the Stellaron hunters. Silverwolf is a quantum of nihility. She can apply different debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. Okay. The weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Which is Ihre Fertigkeit kann den Gegnern Schwäche In unterlegen. particular, her skill can inflict a weakness on enemies. The weakness Die von ihr verursachte Schwäche entspricht dem Angriffstyp eines zufälligen Verbündeten. Es ist halt Gacha, ne? she inflicts matches a random ally's attack type. which is to say that even Aber es if ist krass. nobody on her team Es ist has an attack type which matches an enemy's weakness, Silverwolf can create a weakness that will correspond cool, to dass sie an das kann. ally's existing strength. Exactly! In addition, every one of Silverwolf's attacks has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds okay. of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Okay, Debuff auf Angriff, Verteidigung und Speed Debuff. Random, wenn sie angreift. Ist gut. And outside of combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. If Silverwolf breaks Wait. Ist das ein Instant Shield Break? Habt ihr gesehen, ne? Das war AOE direkt, ne? Flächenangriff.
Angriff. an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. What else was I gonna mention? War diesen Instant schwach gegen Quantum? Fügt allen Gegnern Schaden zu und reduziert ihren Widerstand. Das war ja Instant Shield Break jetzt hier bei denen. Toughness. If Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right? Yes, that's right. So, what ja, else was I okay. gonna mention? Her Quantum Weakness, also wenn ein Quantum ein Schild bricht, dann hat es den Effekt, aber ja, das ist ja nichts Neues. ultimate. Okay. Silverwolf's ultimate has a high chance of reducing the enemy's defense Okay, in Verteidigung addition to verringern. dealing damage. Und noch mehr Schaden zufügen. It's like something out of a Aber rhythm immer game, a right? chance, ja? Eine I'm starting to Wahrscheinlichkeit. see what you mean Nicht by the garantiert. universe being a game to her. It doesn't stop there either. Did I mention her ability names? There's System Warning, Allow Changes, Awaiting System Response, Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, was there one called a 10-set guarantee? Ooh. Or how about Single Warp Miracle? So, unser Luocha. Da bin ich ja schon jetzt gespannt. 5 Sterne Quantum Heiler. Imaginär meine ich. 5 Sterne Imaginär Heiler. Ooh, now we're Okay, let's go. Luocha is an imaginary type character following the path of abundance. For Okay. a man with medical knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. He can offer healing to and dispel debuffs from his allies. Heilung und For Debuffs example, entfernen. Luocha's skill can restore an ally's HP. When the HP of any ally falls below a certain percentage, Okay. Luocha uses his skill on them without consuming any skill points. This effect can be triggered again after a set number of turns. Emergency Okay, also healing, Instant huh? Heal. Important for team Auch wenn er nicht survival. dran ist, verbraucht keine After Aktionspunkt. unlocking a special Aber es hat einen trace, Cooldown. using Luocha's skill Aber das ist ja also so wichtig dispels a einfach. debuff from an ally. Using Und er entfernt Luocha's auch Debuffs. ultimate, Death Wish, dispels one buff from Ultimate? and deals imaginary damage to all enemies. In other words, if you've got an enemy that's always buffing themselves or debuffing your allies, Luocha has an important role to play. Okay, also er entfernt die Precisely. Buffs von And den here's Gegnern und something fügt else. Schaden zu Every AoE. time Luocha uses his skill or ultimate, he grants himself one stack of Abyss Flower. Now, when the Abyss Flower reaches a certain number of stacks, Luocha deploys a field against the enemy, which lasts for a set number of turns. When the field is active, allies recover a set amount of HP whenever they make an attack. And that's not Oh. all. After unlocking a special trace, attacks against Team enemies Life Leech, in the Digga. field can restore Wenn er ally die Stacks HP. sammelt. Cool. It's like a force field of Kraftfeld der healing. Heilung, ja, ja. During sowas. exploration, when Geil. Luocha uses his technique, Mercy of a Fool, his field will be immediately generated at the start of the next battle. Sheesh. Alter. Mr. Luocha. Mysterious origins and extraordinary skills. Der hat ja so viel... Der hat ja so viele Optionen, holy shit. Und du sparst ja mit denen einfach unnormal viele Aktionspunkte. Also der kann... Also erstens, der kann heilen. Auch wenn er nicht dran ist, kann er heilen. Entfernt einen Debuff gleichzeitig von dem, den er heilt. Und es verbraucht keine Aktionspunkte. Dann, wenn er sein Skill einsetzt mit diesem Feld, diesen AoE-Feld, er sammelt erstmal diese Stacks, ne? Gegner, die angreifen, wenn wir angreifen, heilen wir uns dementsprechend hoch, auch wenn er gar nicht dran ist. Seine Burst entfernt von den Gegnern einen Buff und fügt nochmal AoE Imaginary Schaden zu. Der kriegt richtig stacked. Okay, jetzt kommt Wukong. Wuhu. Verliebt! Oh! Oh! There's somebody else here we gotta get to. I'm talking about the elegant, sky-faring Hellmaster, Madame Wukong. 4 Sterne imaginär too. vom Well, Fahrharmonie. from commerce, cargo, passengers, coming right up. Okay. Wukong is an imaginary type character following the path of harmony.
Her skill Emboldening Salvo grants her 2 stacks of roaring bowstrings. Okay. When roaring bowstrings is active, the attack of all allies increases. Oh! Wukong loses 1 stack of roaring bowstrings with every allied turn. In other words, Wukong's skill can increase allies' attack for 2 turns. Ja, genau, für 2 Runden. During exploration, using Wukong's technique increases her movement speed for a set time. It also allows her to obtain 2 stacks of roaring bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for shaking off enemy pursuers. Yep. Using Wukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, which deals additional damage and increases the toughness-reducing damage of the current attack. This effect can be triggered again after a set number of turns. Und Schaden der Widerstandsreduzierung des aktuellen Angriffs erhöht. Oh, aber ihr Normal Attack kann aber viel, ne? This effect can be triggered again after a set number of turns. When Wukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a single target. If Roaring Bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Global Buff, Crit und kritischen Schaden. Alle Verbündete kriegen das. Okay. Also für alle, die keine Bronja haben, können sich hier freuen. Wobei es halt nur der Crit und kritischen Schaden-Buff ist. Aber das ist schon krass. Her days on the front lines may be over, but Wukong's skills didn't go anywhere. Maybe one day we'll get to see her take flight once again. Ooh, here's Super hoping. nützlicher Charakter. Oh mein Gott. And we're really spoiled for choice with these characters, huh? Still, let's not forget what else we've got coming up. In version 1.1, we'll be welcoming 2 brand new light cones to the warp. Okay. First up, incessant rain. Also, unaufhörlicher Regen. Das ist die Lichtkegel von Bronja auf Stufe 1. Erhöht die Effekttrefferrate des Trägers um 24%. Ja. Wenn der Träger einen Gegner mit 3 oder mehr Debuffs Schaden zufügt, wird die Kritrate um 12% erhöht. Also unter einer Bedingung ist es hier. Oh, der muss aber viele Debuffs drin haben. Wird ein Standardangriff, eine Fertigkeit oder ein Ultimate eingesetzt, besteht eine Grundchance von 100%, den Aether-Code bei einem zufälligen Ziel zu verursachen, das keinen Aether-Code besitzt. Ziele und Aether-Code allein 12% mehr Schaden für eine Runde. Das ist nicht stackbar, oder? Der Effekt funktioniert nur bei Figuren mit dem Pfad der Nichtigkeit. Also dieses 12% mehr Schaden erleiden, das ist schon sehr, sehr stark. Aber sonst erhöht die Effekttrefferrate des Trägers um 24%. Ich glaube, sowas ähnliches hat auch schon Lichtkegel von Welt. Müssen wir mal gucken, wie wertvoll das hier ist. Das Einzige, was ich wertvoll finde, ist halt diese 12% Schadensboost. So, das Echos des Krieges. Echos des Sarges, ja moin. Erhöht den Angriff des Trägers um 24%. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, skaliert Luocha ja auf Angriff, ne? Von daher würde es wahrscheinlich hier Sinn ergeben. Nach dem Einsatz des Ultimates wird die Geschwindigkeit aller Verbündeten für eine Runde um 12 Punkte erhöht. Angriffsboost, Speedboost. Wenn der Träger angreift, stellt er für jeden verschiedenen getroffenen Gegner 3 Punkte Energie wieder her. Ja, hilft dir natürlich, seine Burst wieder aufzuladen. Jeder Angriff kann auf diese Weise bis zu 3-mal Energie wiederherstellen. Okay, also Energy Regeneration, Speed Boost und Angriffsboost. Ja, klingt auch vernünftig, wa? Und hier ist es Free-to-Play, wa? Bevor das Tutorial beginnt. Free-to-Play 4-Sterne-Lichtkegel, was man in einem Event bekommen kann, wa? Teilnahme an der zeitlich begrenzten Aktion auf der Sternenjagd. Erhöht die Effekttrefferrate des Trägers um 20%. Oha. Nur 4% weniger als das von den 5-Star. Wenn der Träger Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift, wird 4 Punkte Energie wiederhergestellt. 40% B5. Muss man halt gucken, ob man überhaupt Mets bekommt, um dieses Lichtkegel hier zu refinen. Ob man das überhaupt bekommt oder ob das bei Stufe 1 bleibt. Durch Event Rang 5. Also man kann das höher aufstufen auf Rang 5. Das wäre huge. Das ist in Ordnung. Also 4 Sterne Free-to-Play-Waffen tendieren in der Hoyoverse-Bubble sowieso sehr stark zu sein. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenigstens das hier einmal zu holen, wenn das Event stattfindet, weil das kommt bisher, wie wir es kennen in Genshin Impact, das kommt nicht wieder. Die tendieren immer dazu, echt gut zu sein, diese Free-to-Play-Event-Waffen. In dem Sinne hier Lichtkegel. Okay, das dazu. Weiter geht's hiermit. Check this out. During the first phase of version 1.1 in the character warp, Contract 0,
Trailblazers can obtain the limited Silverwolf kommt 5-star zuerst. character Silverwolf. Erste Phase. They're in the same phase in the Lycone event. Dunhang, Asta, Serval. Ja, kann man nicht meckern. Dunhang ist ein sehr, sehr guter Wind-Single-Target-DPS. Vor allem mit seinen Idolas wird es auch noch auf jeden Fall besser. Asta ist ein sehr, sehr guter Feuer-Supporter. Macht trotzdem sehr, sehr guten Shieldbreak und Schaden ist auch in Ordnung. Und Serval, ja, ist auch overall solider 4 Sterne Elektro-AOE-Damage-Dealer. Kann man nicht meckern. Ist in Ordnung. Warp, the drop rate of the 5-star Lycone Incessant Rain will be boosted. Now during the second phase of version 1.1 in the Character Warp Lake. Okay, zweite Phase, ab den 28.06. Da ist dann der Luocha-Banner drin mit 4 Sterne Pela, Xingqiu und Wukong. Ich check nicht, warum Pela schon wieder drin ist als 4 Sterne. Muss ich wirklich sagen. Gar keine Ahnung. Vielleicht hängt es mit dem Event zusammen mit diesen 4 Sterne Lichtkegel. I don't know. Xingqiu, ich denke, die könnte auf jeden Fall sehr stark werden mit weiteren Idolas. Und ja, Wukong, wir haben gesehen. Also Wukong, ich glaube, also die ist ein Must-Have-Unit, ne? Wukong ist wirklich ein Must-Have-Freaking-Unit. Insane, was sie Angriffsbuff, Crit und kritischen Schadensbuff. Und sie macht selber noch guten Schaden. Ja, also Wukong, also ja, das kommt drauf an. Also wenn ihr Pela schon habt, weiß ich nicht, aber so die, generell, wenn wir mal jetzt drauf betrachten, sagen wir mal, Pela hat man noch nicht, dann ist dieser Banner hier trotzdem overall sehr guter Banner. Und Luocha scheint auch ein sehr krasser 5-Star zu sein. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Luocha and 4-star character Wukong. They're in the same phase. In the Lycone event warp, the drop rate of the 5-star Lycone Echoes of the Coffin will be boosted. Oh, I almost forgot to mention, when version 1.2 rolls around, Trailblazers can take part in an in-game event to obtain the 4-star character Wukong for free. Okay, baby! Details for this Free to event play. will be announced through official channels in the Also in 1.2 wird es ein Event geben, wo man Wukong kostenfrei bekommt einmal. Let's take a break for a minute here, but when we get back, Nice. we'll be talking version 1.1 events. So. Welcome back, Trailblazers. New characters and Lycones aside, version 1.1 has lots of events and gameplay updates. And a little bird told me there's an event connected to Silverwolf on the way. Okay. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Herta's space station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station's systems and locate the hidden Stellaron. But that wasn't enough for Silverwolf. I can believe that. She's been on the IPC's wanted list for as long as I can remember. During the invasion, Kudu. she left behind some Die werden wir auch kind noch bauen of irgendwann. digital graffiti. Ja, Just her way of letting everyone know Silverwolf was here. Way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. Kind of fitting, Lord. don't you think? Wenn Wukong wirklich limitiert sein sollte als 4 Sterne, finde ich jetzt, ist nicht ein geiler Move, finde ich. Bei 5-Sterne-Charaktere kann ich das verstehen. Bei 4-Sterne-Charaktere finde ich es ein bisschen schwierig, weil da wieder mit FOMO gespielt wird und so Fear of Missing Out. Schwierige Lage. Ich kann nur hoffen, dass die dann halt zukünftig dann in den Standardbanner reinkommen oder so. In the Star Hunt Game event, Star the Hunt Game, Trailblazers erstes receive an Event. invite from the space station's network Spuren des security Schicksals, engineer, Leonard. 4-Sterne-Lichtkegel, They have Netz. to help Sehr Leonard. gut. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herta's collaborators, Screwlum. He'll be helping the Trailblazers too. Screwlum? Haven't we seen Screwlum Screwlum. before somewhere? I think we saw a hologram portrait of him in Herta's office. He's a robot, right? A robot Genius Society member. Interesting. I bet he's got a few hacker skills up his sleeve. If he's helping Der us out kommt doch too, auch safe als sure Charakter we'll be nochmal fine. irgendwann. You know what I found out? Silverwolf and Screwlum actually faced off against each other once. You can see a snapshot of their fight in the We Will Meet Ja, Again. stimmt, das sind vielleicht Rivalen. Oh, okay, Screwlum, looking kind of handsome there. Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, if you and the Lyco need a moment here, the rest of us can head out. Love a handsome robot. I guess this event will be the second time Screwlum's come up against Silverwolf's mischief, then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that feature's coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? Dazu? But
But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork. So collecting the graffiti designs also allows you to unlock the limited 4-star light cone. Das ist cool, Alter. Wird alles rumgesprayt. Complete the event mission to obtain Always Smiling, which can be exchanged in the event shop for limited light cone, special superimposition material, as well as stellar jade. Hey, that's Guck, ob das resettet auch. Cone. Ob das für immer da bleibt, wenn wir das angesprüht angesprüht haben. Anything, but I gotta ask, is that Albert merch I'm seeing over there? It looks so fluffy. Das erste, was ich mache, ist in March 7 Zimmer reingehen und alles voll sprayen. Why don't I introduce you to the Hype Und PC's dann hängen. merchandise department? If you guys had your own merch, they'd be sold out in no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Belobog has finally emerged from the Stellaron shadow. But there's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Belobog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Okay. Museum? I love museums. Da können natürlich auch wieder ein paar Sachen, ein paar Sneak Peeks da drin sein, ne? The only problem is exhibits are being stolen. Anything Perfect. you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I Wir gehen didn't rein, say leer. it was you. Alles geklaut. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger Everwinter of City. Curiosities event, the Trailblazer must help Das nächste Caleb Event. track down clues and recover the lost exhibits. Nice. Well, I love a good whodunit. 9.6. Sounds great. Well, that's not all. Da The kriegen wir Trailblazer can angereichertes take on Harz, das ist sehr, sehr managerial wichtig. responsibilities and help run the place. Huh. So what does that involve exactly? I'm glad you asked. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to improve the overall experience for visitors. After achieving specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits and gradually unlock limited-time rewards, such as stellar jade, lost crystals, and so. Ey, das ist ja ein richtig Free-to-Play-freundliches Event. Hatten wir nicht sowas Ähnliches schon mal auch in Genshin gehabt? Diesen Flohmarkt, den wir gemacht haben, oder? Wir hatten auch da irgendwie so ein Verkaufdings gehabt in Genshin. Self-modeling resin. Sounds like fun. Sowas ist I'm sure ähnlich, it'll be ne? a piece of cake. When the limited-time event is over, the museum will remain as a mode within the game. Oh. Trailblazers can return to the museum at any time to Bleib check out the da. collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter any issues during the running of the museum, please don't hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we don't have the service. Gotta get ahead of myself. Stay out, Digga. Deep breath, Ha? Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Den Joke habe ich jetzt nicht verstanden. This is what happens if you read commercials for a living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. I'm sure our Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. All right. A researcher from the space station found a combat simulation program of unknown origin Okay. called Stellar Flare. Wieder ein Contains a Event, nächstes series of Event. new Digga, wir ballern challenge jetzt richtig, ne? Alter, 1.0 hatten wir nur ein Event, hier haben wir jetzt schon das dritte Every stage in Event. Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box Okay. and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible. Das haben bestimmte Gimmicks, mit denen wir arbeiten sollen oder The müssen. difference with Stellar Flare is that the special wir mechanisms kämpfen. might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. Oh. In others, damage dealt when breaking an enemy's toughness is increased, but the enemy's toughness will be immediately restored. Huh, sounds pretty cool, but I'm sure Silverwolf will take care of it in one turn. What Yeah, if that's kinda I interesting, haven't man. leveled up enough characters? Is it impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Trailblazers in completing the challenge, every Stellar Flare stage has a trial character suited to Okay, the man kriegt theme. auch hier wieder ein bisschen Hilfe. Say. Man kriegt auch hier Charaktere gestellt. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle, and the calyxes are unusually active. The reality data contained within them has grown exponentially.
Das 4. Event jetzt, ne? It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of daily attempts to obtain double the rewards from Calyxes. Ist das wie Leyline Overflow. The next event we're going to talk about dass man doppelte Mats bekommt. Geil. Okay, wichtig. Wichtig. Is a Department of Implement Arts researcher 5. Event. on the space station. Aber ist And jetzt she's nicht kein... currently preparing research topics needed for the next quarter. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Shiling has asked the Trailblazer to help her collect monster materials for use in her research topic. If the Trailblazer collects and submits the experimental materials required on a given day, they can receive corresponding rewards. I got a question. Ey, das ist sowas wie Leiben, ne? Leiben der Bre in Genshin. Dawn. Fire away. Man gibt denen so ein paar Mets, die man hat und dann kriegt man so Jade, stellare Jade und Primus. Das ist gut. You beat me to it. Oh. That's exactly what I was Cool. about to bring up. In version 1.1, 3 new companion missions are destined for the 3 neue Xianzhou Begleitermissionen. Luofu. These missions will involve Bailu, Yanqing, and Luocha. As for the specifics, I'm gonna keep that a secret Die sagen for 3, now. aber We angezeigt can't werden go 4. spoiling all Perfekt. the fun, can we? What? Not even one detail? Come on, Don. Can you give us a little something? We're on the edge of our seats here. Yeah, come on, Don. All right. Do you guys remember the girl with the blindfold in the opening trailer? Ooh. And now, young man, allow me to give you a dignified end. I was wondering who she was. Well, all I'll say is that she and the Xianzhou have a complicated past. And her appearance on the Xianzhou leads to a dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. And that's all you're getting. Sorry. Damn. Surprises are worth waiting Das for. safe ging, I ne? hate waiting. Oh, Safe? come on. Die meisten Nope, sind I'm davon. afraid that's all ging you're on. getting. However, I do have a little info on some other updates. Interested? Hau raus. Sure, I Ja, also doch guess. keine Main Story. Ja. Ich glaube, Well, if 1.2 nobody's wird dann that eskalieren mit interested, Kafka then und I Blade. suppose I'll just... Of course we're interested. What, are you crazy? Albert, you're interested, right? 1.1 ist Vorbereitung mit sehr vielen Events und 1.2 dann Explosion. That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will also be arriving Okay. in version 1.1. For the length of this version, Sehr as schön. long as Trailblazers log in for Einlog-Event, 7 days, they can acquire 10 Star Rail Special Passes. Also wir haben 10 jetzt schon free mehr ones? Einlog-Events, als Nice. Genshin in 3 Jahren hatte. Version 1.1 will also see some system updates. When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly teleport to an area where the enemy is present. Okay, as well das as ist cool. pinpoint the precise location Das of the erleichtert enemy uns, on the das map with a Farmen. marker. Sounds like a real time saver. Ja. Wait until you hear this. Once the enemy in question is defeated, the marker will automatically move to the location of the next enemy. Sehr gut. After all marked enemies on a map have been defeated, Trailblazers can continue to pinpoint enemies on other maps. This process can be repeated until all daily respawn enemies of a certain type have been defeated. Mhm. That's a lifesaver. I barely found my way to the studio today. There's also a small combat surprise in store. During combat, trotters that have lost their way may randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy geolocation and additional material opportunities. Devs, I owe you one. Last but not least, Das ist in sehr order to help gut, aber Trailblazers stay in was haben die gesagt? Was kriegt man da? Man kriegt ja, also die normalen Dinge, die man kennt, man kriegt ja stellare Jade und so ein Stuff, ne? Die haben jetzt so gesagt, man kriegt Bonus Materials. Mehr nicht, ne? Extra Zeug. Ja, das haben sie nicht konkretisiert. Extra Mats, Zusatz-Mats. Okay. materials can be obtained. Enemy Das wäre insane geolocation gewesen, stellt and euch mal additional vor. material opportunities. Stellt Devs, euch mal I owe you vor, one. ey. Last but not least, in order to help Trailblazers stay in touch, version 1.1 also has a friend chat function. So you mean, aside from helping friends through Support Assist, we can send them messages too? You got it. Doesn't matter if they're Ja, old jetzt kann companions man or new mit acquaintances. Freunden That's schreiben. the spirit of trailblazing right there. Oh, Fänd's hey, aber geiler, Albert, wenn man halt what's your jetzt auch account? wirklich die Let me ganzen add you. Charaktere sich anschauen kann und mit den What? I Relikten need Infos. to add you. You can be my personal IPC customer Die goldenen service. What do you think? Warp-Picks, ne? Say Lou. Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist.
So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Foxy. Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for today's third redemption code. And what about those companion Ich missions? bin Guess we'll have to find out the answers absolut in game. 1.1 Yeah. For real. bringt so viele Events As for mit, me, man kann ja well, so viel I'm farmen. pleasantly surprised. I'd seen Das a ist lot of richtig Wukong gut. up to now, but Sehr guter this was Patch. the first time I got to understand her moves and roll on the battlefield. She's so cool. I kinda wanna be her. See you in the game. Bye. See you when I see ya. everyone. Later, guys. You didn't think it was over, did you? Fünfter, sechster, PlayStation-Ankündigung, safe. Also, nochmal zusammengefasst. Sieht doch ganz gut aus. Also, was man hier entnehmen kann, Bronja wird ein super, super starker Charakter, also ein super starker Debuffer mit sehr vielen Vorteilen. Ihre Normal-Attacks, alle Fähigkeiten ballern Debuffs drauf, Angriffs-Debuff, Verteidigungs-Debuff, Speed-Debuff und die kann auch tatsächlich die Schwäche der Gegner manipulieren, was natürlich sehr, sehr stark ist. Luocha, ich glaube, Luocha wird der beste Heiler im Spiel werden und hat dazu noch einen Instant Heal ohne Aktionspunkteverbrauch. Er muss auch gar nicht dran sein. Also er muss nicht am Zug sein, um zu heilen, was ich schon sehr krass finde. Luocha uses his skill on them without consuming any skill points. Zack, wird Instant hochgeheilt, Debuff wird auch geglänzt, hat auch ein AOE-Feld dann, wenn er die Stacks hat. Also wenn unser Team angreift, unsere Teammates angreifen, dann heilen sie sich dann wieder hoch, solange dieses Feld aktiv ist. Seine Ult, AOE, Imaginärschaden, macht Damage und entfernt nochmal einen Buff vor den Gegner, wenn ich es richtig verstanden habe. Absolut insane. Wukong, absolute Granate. Ich bin verliebt in der. Ich glaube, die wird tatsächlich eine der Must-Have-Units werden. Ihre E gibt Angriffsbuff für 2 Turns. Ihr Burst gibt einen Crit und kritischen Schadensboost an alle Verbündeten, was halt auch extrem stark ist. Kann man also absolut nicht meckern. Die Lichtkegel haben wir ja schon bereits gesehen, haben wir ja schon durchgelesen. Die Banner, Bronja kommt zuerst, dann kommen Luocha. 4 Sterne sind beide solide und dann halt kommen die ganzen Events, die wir vorhin ja schon gesehen haben. Klingt sehr gut. 4 oder 5 Events waren das am Ende. Crazy.